Hallo und herzlich willkommen zum Thema Produktionsabschluss in Xentro. In diesem Video zeigen wir, wie die Produktion abgeschlossen wird und was dabei bei Chargen und MHDs zu beachten ist. Starten wir gleich in die Software. Ähm, Je nachdem, ob man mit dem Produktionszentrum arbeitet, also sprich mit Seriennummern, oder ohne Seriennummer, also sprich nur mit dem Modul Produktion, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten zum Produktionsabschluss. Wir sind hier im Produktionszentrum, vielleicht eine ähm, Übersicht oder Arbeitsfläche für die Mitarbeiter an der Produktionsanlage. Und sobald hier alle Fertigungsschritte abgeschlossen sind und alle Prüfungen erledigt sind, hat man oben den Reiter Abschluss, wo die Produktion abgeschlossen wird. Oder wenn man ohne Produktionszentrum arbeitet und nur mit dem Modul Produktion, dann geht man in die Produktion rein. Man sieht alles, was mit der Produktion bereits erledigt ist. Und Produktion ist noch nicht eingelagert, noch nicht abgeschlossen. Dafür gibt es auch den Reiter Abschluss. Die beiden Masken hier in der Übersicht und in dem Produktionszentrum, die sind identisch. Wie gesagt, es kommt darauf an, wer für den Abschluss der Produktion zuständig ist, ob die Fertigungsmitarbeiter oder ob das überhaupt nicht genutzt wird, Produktionszentrum, und man gleich hier in diesem Modul abschließen kann. Genau. Was wird hier alles gemacht? Man würde die Menge eventuell anpassen, wie viel erfolgreich produziert worden ist. Man würde den Lagerplatz festlegen müssen. Ich weiß ganz genau, das ist ein Chargenprodukt, was ich produziert habe. Das heißt, ich würde Charge vergeben, eventuell auch MHD, falls relevant und aktiviert. Und hier unten würde man auf Einlagern und Produktion abschließen klicken. Bei mir kommt die Korrekturmaske zur Abfrage. Das ist die Einstellung, die unter Systemeinstellungen möglich ist. Ob die Korrekturmaske aktiviert oder deaktiviert ist, kann man hier auf jeden Fall nochmal vorm Einlagern eventuelle Änderungen vornehmen, also ob zu viel oder zu wenig vom Lager tatsächlich genommen worden ist. Genau, wenn man mit Ausschussmengen arbeitet und diese Menge auch gegebenenfalls im Nachhinein tatsächlich verfolgen kann im System. Man kann zwar hier beim Abschluss Menge Ausschuss eintragen, zum Beispiel man hätte ein Stück produzieren müssen, ist aber was falsch oder schief gelaufen und das ganze Stück, also eine Menge von 1 ist zum Ausschuss geworden. Wenn man hier eine 1 eintragen würde und dann Produktion abschließen würde, dann ist diese Ausschussmenge an keiner Stelle im System zu sehen. Wenn die Information doch noch wichtig ist, dass man die Ausschussmenge irgendwie verfolgen möchte, dann hat man eine Möglichkeit, zum Beispiel hätte man 2 produzieren müssen und 1 ist zum Ausschuss geworden, 1 erfolgreich. Dann würde man erstmal ein Stück als erfolgreich einlagern mit dem passenden Lagerplatz, wie ebenfalls Charge und MHD, und hier unten Teilmenge einlagern auswählen. Dann würde die Produktion nur zum Teil eingelagert sein und dann geht man in die gleiche Produktion, würde man auch in diesem Fenster für Menge erfolgreich eine restliche Menge 1 eintragen, was quasi Ausschuss wäre. Aber als Lagerplatz könnte man einen separaten Lagerplatz namens Ausschuss oder so als Sperrlager im System im Voraus anlegen, diesen Lagerplatz hier auswählen und dann fertig Produktion einlagern und abschließen. Und so könnte man im Nachhinein je nach Lagerplatz
auch verfolgen und sehen können, was tatsächlich zum Ausschuss und wie viel geworden ist. Und dann kann man sich entscheiden, was mache ich mit dem Ausschuss? Ist es noch zum Nachbearbeiten oder ist es wirklich zum Entsorgen? Genau. Und, die letzte Möglichkeit zum Abschließen der Produktion, das ist hier unten gibt's, Stapelverarbeitung, Abschließen und Einlagern, Aktion. Das ist tatsächlich, sehr selten zu empfehlen. Man soll sich selber entscheiden und überlegen, weil bei dieser Aktion, hier über die Stapelverarbeitung abschließen und einlagern, man keine Anpassungen an Lagerplatz, keine Anpassungen an Menge, Charge oder MHD machen kann. Das heißt, das wird alles abgeschlossen, Menge wird auf einen vordefinierten Lagerplatz eingelagert, ohne ähm, Vermerk oder ohne, Zuweisung von Chargen und MHDs. Und deswegen, ist es in dem Fall, wo Chargen und oder MHDs wichtig sind, nicht zu empfehlen, weil ansonsten Diskrepanz zwischen den Lagerbeständen und Chargenbeständen entsteht. Das war's schon. Mit dem Produktionsabschluss ist der Produktionsprozess dann vollständig und, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.